Die drei Brüder. Es war ein Mann, der hatte 3 Söhne und weiter nichts im Vermögen als das Haus, worin er wohnte. Nun hätte jeder der 3 Söhne gerne nach seinem Tode das Haus gehabt. Dem Vater war aber einer so lieb wie der andere. Da wusste er nicht, wie es anfangen sollte, dass er keinem zuleide tät. Verkaufen wollte er das Haus auch nicht, weil es von seinen Vorfahren war, sonst hätte er das Geld unter den Söhnen geteilt. Da fiel ihm endlich ein Rat ein, und er sprach zu seinen Söhnen: Geht in die Welt und versucht euch. Jeder soll ein Handwerk lernen. Wenn ihr dann wiederkommt, soll derjenige das Haus haben, der das beste Meisterstück macht. Damit waren die Söhne zufrieden, und der Älteste wollte ein Hufschmied, der zweite ein Barbier, der dritte aber ein Fechtmeister werden. Darauf bestimmten sie eine Zeit, wo sie wieder nach Haus zusammenkommen wollten, und zogen fort. Es traf sich auch, dass jeder einen tüchtigen Meister fand, wo er was Rechtschaffenes lernte. Der Schmied musste des Königs Pferde beschlagen und dachte: Nun kann dir es nicht fehlen, du kriegst das Haus. Der Barbier rasierte lauter vornehme Herren und meinte auch, das Haus schon sein wäre. Der Fechtmeister kriegte manchen Hieb, biss aber die Zähne zusammen und ließ sich's nicht verdrießen, denn er dachte bei sich: Fürchtest du dich vor einem Hieb, so kriegst du das Haus nimmermehr. Als nun die gesetzte Zeit herum war, kamen sie bei ihrem Vater wieder zusammen. Sie wussten aber nicht, wie sie die beste Gelegenheit finden sollten, ihre Kunst zu zeigen, saßen beisammen und ratschlagten. Wie sie so saßen, kam auf einmal ein Hase übers Feld dahergelaufen. »Ei«, sagte der Barbier, »der kommt wie gerufen«, nahm Becken und Seife und schäumte so lange, bis der Hase in die Nähe kam. Dann seifte er ihn im vollen Laufe ein und rasierte ihm auch in vollem Laufe ein Stutzbärtchen. Und dabei schnitt er ihn nicht und tat ihn am keinem Haare weh. »Das gefällt mir«, sagte der Vater. »Wenn sich die anderen nicht gewaltig anstrengen, so ist das Haus dein.« Es währte nicht lang, so kam ein Herr in einem Wagen in voller Geschwindigkeit herangefahren. »Nun sollst du sehen, Vater, was ich kann«, sprach der Hufschmied, sprang dem Wagen nach, riss dem Pferd im vollen Galopp die 4 Hufeisen ab und schlug ihm wieder 4 neue an. »Du bist ein ganzer Kerl«, sprach der Vater. »Du machst deine Sache so gut wie dein Bruder. Ich weiß nicht, wem ich das Haus geben soll.« Da sprach der Dritte: »Vater, lass auch mich einmal gewähren.« Und weil es anfing zu regnen, zog er seinen Degen und schwenkte ihn in Kreuzhieben über seinen Kopf, so dass kein Tropfen auf ihn fiel. Und als der Regen stärker wurde und endlich so stark war, als ob man mit Kübeln vom Himmel gösse, schwang er den Degen immer schneller und blieb so trocken, als säße er unter Dach und Fach. Wie der Vater das sah, erstaunte er und sprach: »Du hast das beste Meisterstück gemacht. Das Haus ist dein.« Die beiden anderen Brüder waren damit zufrieden, wie sie vorher gelobt hatten. Und weil sie sich einander so gern hatten, blieben sie alle 3 zusammen im Haus und trieben ihr Handwerk. Da sie so gut ausgelernt hatten und so geschickt waren, verdienten sie viel Geld. So lebten sie vergnügt bis in ihr Alter zusammen. Und als der eine krank wurde und starb, grämten sich die 2 anderen so sehr darüber, dass sie auch krank wurden und bald starben. Da wurden sie, weil sie so geschickt gewesen waren und sich so gern gehabt hatten, alle 3 zusammen in ein Grab gelegt.